Und es war für mich mega beängstigend. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und für mich war das am Ende keine Frage mehr. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Vor 15 Jahren erhielt ich die Nachricht, dass ich an einer Portioektopie leide. Diese Diagnose hat mich aus der Bahn geworfen. Ich war Mitte 20 in einer festen Partnerschaft und wusste eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Ich möchte heute meine persönliche Geschichte mit euch teilen, über die Ängste und Unsicherheiten sprechen, die mich in der Zeit begleiteten, aber auch über die Erleichterung nach der OP. Auch wenn diese Erkrankung überwiegend junge Frauen im gebärfähigen Alter betrifft, möchte ich euch daran erinnern, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Ich weiß, sie sind manchmal lästig, aber Veränderungen treten plötzlich auf. Gestern war noch alles gut, heute auf einmal nicht mehr. Und ich sage immer lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Was ist eine Portioektopie? Ich denke, einige werden damit nichts anfangen können. Es ist eine gutartige Gewebeverschiebung, bei der sich die Schleimhaut des Gebärmutterkanals über den äußeren Muttermund stülpt. Man kann sich das vorstellen, dass hier was rauswächst und dann setzt sich die Schleimhaut über den Muttermund. Das ist eine ganz dünne Schicht, die reizbar ist, die sensibel reagiert, aber auch gerötet sein kann. Diese Veränderung steht oft in Zusammenhang mit erhöhten Östrogenspiegeln während der Pubertät, aber auch zum Beispiel durch die Einnahme von Hormone. Angefangen hat es im Laufe meiner Partnerschaft. Immer dann, wenn wir intim geworden sind, fing ich an zu bluten. Das waren diese typischen Kontaktblutungen, die völlig normal sind, auch schmerzlos überwiegend, aber sie waren da. Und es war für mich mega beängstigend. Ich wusste gar nicht, was los ist, ne? Es waren zwar leichte Symptome, aber trotzdem musste ich danach zum Beispiel eine Slip-Einlage tragen. Und daraufhin bin ich dann zur Frauenärztin gegangen und sie konnte durch ein Mikroskop feststellen, dass ich an einer Portioektopie leide. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß, sie mir alles erklärt hat und ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte. Gutartig, Gewebeverschiebung, alles ist gut, aber trotzdem beobachten, kann ja sein, dass da was ist. Und ich wusste nicht, mit welchem Gefühl gehe ich dann jetzt nach Hause. Ja, alles ist gut, aber irgendwie ist das trotzdem nicht normal. Sie meinte, dass ich eine Portioektopie auch zurückentwickeln kann, dann, auch gerade dann, wenn du vielleicht eine natürliche Geburt hast oder so, ne? Wenn du dein erstes Kind gebärst, so hat sie mir erklärt. Naja, ich bin dann erstmal nach Hause und dachte, okay, damit lebe ich und nach sind die Symptome schlimmer geworden. Am Anfang hatte ich das Problem nur in meiner Partnerschaft. Am Ende war das sogar so schlimm, dass meine Frauenärztin nach jeder Untersuchung ihren Stuhl sauber machen musste. Es klingt schon fast lustig. Sie hat bei mir festgestellt, dass sich das Gewebe vermehrt hat, dass dadurch die Symptome auftreten oder diese verstärkten Symptome, also dass neue Blutgefäße da waren. Und sie meinte auch, wenn alles okay ist, ne, es war noch alles okay, aber dass sich diese Zellen irgendwann so stark verändern können, dass es eventuell eine Vorstufe des Gebärmutterhalskrebs werden kann. Und da war bei mir vorbei. Da war wirklich bei mir Ende und da habe ich gesagt, okay, das will ich nicht. Ich möchte eine Operation. Auf was warte ich da? Ne? Also ich meine, ja gut, damit kann man leben, aber das war mir alles, nee, zu viel. Wollte ich nicht. Und vor allem hat es auch meine Lebensqualität beeinträchtigt, meine Intimität. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Überleg mal, da geht ihr zum Arzt und dann, also das war kein gutes Gefühl. Sie hat nicht gesagt, dass ich eine OP brauche, hat es mir aber empfohlen. Also sie meinte, sie würde es auch an meiner Stelle tun. Es ist schon viel und gerade in der kurzen Zeit, die Veränderung, das wäre schon richtig. Ich war froh, dass sie die OP durchgeführt hat. Es war eine ambulante Operation. Allerdings durfte ich das Verfahren nicht aussuchen. Also sie hat sich für die Laserbehandlung entschieden oder die Laserbehandlung wurde mir vorgeschlagen und als ich dann die Vollnarkose hörte, dachte ich, okay, nee, bitte nicht. Und ich war hin und her gerissen, habe mich dann aber zum Glück für die Vollnarkose entschieden. Der Routineeingriff war nach 45 Minuten vorbei und als ich aufwachte, meinte sie zu mir, dass es die richtige Entscheidung gewesen wäre, denn sie hätte wohl ohne Narkose nicht alles entfernen können. Sie musste wohl ein Stück in den Gebärmutterhals und das wäre ohne Vollnarkose nicht möglich gewesen. Und dass die OP ein voller Erfolg war. Ja, sie konnte alles entfernen. Aber nur weil die OP ein voller Erfolg war, bedeutet es ja nicht, dass keine Komplikationen auftreten werden.
Willkommen in der zweiten Runde. In der Abheilungszeit musste ich auf einige Dinge achten. Ich durfte arbeiten gehen, aber keine Heißbäder zum Beispiel machen, nicht schwimmen, Sport nur bedingt, also alles, was den Unterkörper anstrengt oder beansprucht, ne, war nicht in Ordnung, nicht schwer heben. Ich hatte Nachblutung, aber keine Schmerzen. So, und nach 2 Wochen hatte ich den ersten Kontrolltermin und da hieß es, ja, ist okay, könnte aber besser sein. Aber es ist alles noch im grünen Bereich. Somit hatte ich den zweiten Termin bekommen und plötzlich, von heute auf morgen, hat sich alles entzündet. Ich hatte eine Infektion. Bemerkt habe ich es, weil es dickflüssiger war. Die Nachblutung war auf einmal anders, die Farbe war anders, dickflüssig. Ich hatte trotzdem keine Schmerzen, ne? Leute, Infektion ohne Schmerzen. Ich musste Antibiotikum nehmen für 7 oder 10 Tage, weiß ich gar nicht mehr, durfte auch nicht arbeiten gehen, ne? Die Heilungszeit und unten und ja, gut, alles klar. Und dann wurde es auch besser. Eine Infektion kann im schlimmsten Fall zu Narben führen. Und diese Narben können in den seltensten Fällen den Gebärmutterhals verengen und somit auch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, weil die Eizelle sich nicht mehr so leicht einnisten kann. Muss nicht, ne? Das sind so seltene Fälle, aber darüber wirst du halt informiert. Ich habe nie einen Fruchtbarkeitstest machen lassen, weil alles gut, ne? Also es muss halt nicht sein. Nicht jede Frau, die Komplikationen hat, hat später Probleme, schwanger zu werden. Eine Portioektopie kann wieder auftreten. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit gering, wenn die OP gut lief, also sprich, wenn der Arzt alles entfernen konnte oder die Ärztin, wenn der Heilungsprozess gut war, ne? Jeder hat ja einen individuellen Heilungsprozess. Die OP ist jetzt 15 Jahre her und sie ist bei mir nicht wieder aufgetreten, obwohl ich Komplikationen hatte, ne? Das muss man ja auch sagen. Allerdings habe ich einige Jahre später die Pille abgesetzt und mit dem Rauchen aufgehört. Und nach 15 Jahren, jetzt bin ich Ende 30, damals Mitte 20, haben sich die Hormone auch so weit verändert, dass ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, ne? Oder mehr als gering. Auch wenn ich die OP nicht hätte machen müssen, war es für mich die richtige Entscheidung, denn ich habe dadurch ein Stück Lebensqualität wieder bekommen, Intimität. Es war für mich belastend. Für meinen Partner war das okay. Mein Partner hatte damit keine Probleme. Aber ich habe mich geschämt, es war unangenehm. Ich habe mich eingeschränkt gefühlt und für mich war das am Ende keine Frage mehr. Für mich war es klar, ich will mich operieren lassen. Geht zum Frauenarzt, Leute. Kann ich euch wirklich empfehlen. Egal wie klein das Problem ist, lasst euch untersuchen. Und vor allem muss ja nicht jede Veränderung bösartig sein. Nein, es gibt weitaus Schlimmeres als eine Portioektopie. Aber dennoch ist es immer besser, sowas kontrollieren zu lassen oder untersuchen zu lassen, damit man, wenn vielleicht mal was passiert, rechtzeitig einschreiten kann. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare, teilt eure Geschichten, wenn ihr mögt. Und egal ob Weihnachten oder nicht, ein bisschen Freude und Gesundheit kann man immer gebrauchen, oder? In diesem Sinne, alles Liebe, frohe Weihnachten!